Normalerweise, wenn wir uns hier literarische Werke oder auch komplexe Songtexte ansehen, dann erwarten wir ja immer so eine gewisse erzählerische Architektur. Ja, absolut. Also man sucht nach einem soliden Fundament aus Einleitungen, nach Strophen, die als Wände dienen oder komplexe Metaphern als Dekoration. Genau, und am Ende gibt es dann einen großen Refrain, der das schützende Dach bildet. Man spaziert als Zuhörer gemütlich durch diese Räume, bewundert die Details und lässt sich einfach Zeit. Man sucht förmlich nach dem Subtext, ne? Nach den feinen, versteckten Bedeutungen zwischen den Zeilen. Es ist eher eine sehr intellektuelle, fast meditative Erfahrung, wo man den Text in Ruhe seziert. Aber dann, ich meine, dann trittst du aus diesem ruhigen, intellektuellen Haus heraus. Du gehst in ein riesiges Festzelt oder stellst dich vor eine Open-Air-Bühne irgendwo im Alpenraum und plötzlich wird dieses ganze filigrane Architekturkonzept einfach aus dem Fenster geworfen. Das stimmt. Wir sprechen heute über eine musikalische Landschaft, die absolut nicht auf subtiler Poesie aufbaut. Sie baut auf absoluter, unmittelbarer physischer Energie auf. Es ist keine Architektur, in der wir uns heute bewegen, es ist eher eine Druckwelle. Und genau da wollen wir dich heute mitnehmen. Willkommen zu diesem neuen Deep Dive. Unsere heutige Mission wirkt auf den ersten Blick, vielleicht ein bisschen verrückt. Wir knöpfen uns nämlich ein Textfragment vor, das aus einem YouTube-Video von Josef Stöckel stammt. Der Titel des Ganzen lautet Vollumme. Wobei man betonen muss, das Fragment hier echt wörtlich zu nehmen ist. Oh ja. Wir sprechen hier von einer Handvoll Zeilen, also keine seitenlangen Balladen, keine epischen Erzählstrukturen. Null. Aber die Dichte an kultureller Information, die in diesen wenigen Worten komprimiert ist, die offenbart eine erstaunliche Mechanik, wenn man sich mal darauf einlässt. Und das ist ja das Schöne an unserem Format. Wir sitzen hier und analysieren Zeilen, die teilweise nur aus Rhythmusrufen wie Hey Hop Hop bestehen, als würden wir ein verschollenes Gedicht von Goethe entschlüsseln. Haha, genau. Aber genau da liegt der Reiz. Wir sprechen über Alpenfolk-Pop, über die Zillertaler Musikszene und darüber, wie man mit einem absoluten Minimum an Vokabular ein absolutes Maximum an kinetische Energie in einem Publikum erzeugt. Also, lass uns das mal entpacken. Wenn wir uns diese wenigen Sätze ansehen, wie nähern wir uns einem Text, der scheinbar so offensichtlich nur für die Party geschrieben wurde? Wir dürfen halt nicht den Fehler machen, diesen Text so zu lesen, als wäre er auf ein Blatt Papier gedruckt. Gelöst von Raum und Zeit funktioniert er nämlich nicht. Wir betrachten hier keinen Text im klassischen Sinne, sondern wir sezieren ein destilliertes Stück regionaler Identität und gelebter Gemeinschaftskultur. Verstehe. Diese Zeilen sind im Grunde Regieanweisungen für ein soziales Ereignis. Sie brauchen das Zelt, sie brauchen den Schweiß der Menschen, den Geruch von Bier und vor allem die massiven Lautsprecher, um überhaupt zu existieren. Dann schauen wir uns doch mal an, wie dieser Raum überhaupt erst vorbereitet wird. Die allerersten Zeilen dieses Tracks lauten: Wir sind aus dem Ziltal, machen gute Musik, nicht zum ersten Mal. Boom. Ja genau, boom. Da ist es. Keine sanfte Einleitung, keine romantische Naturbeschreibung über schneebedeckte Gipfel oder grüne Almen, einfach nur eine harte, unmissverständliche Standortbestimmung. Weißt du, woran mich diese Art des Einstiegs sofort erinnert hat? Sag schon. An Hip-Hop. Das Zillertal als Bronx der Alpen, Gewissermaßen ja. Überleg mal, was eines der wichtigsten Dinge ist, die ein Rapper in den allerersten Sekunden eines Tracks macht. Er ruft seinen Bezirk, seine Stadt oder seinen Zip-Code in die Menge. Brooklyn, Compton, Atlanta, es geht um das Representing. Ja, das leuchtet ein. Es ist ein musikalischer Stempel der Authentizität. Und Josef Stöckel macht hier haargenau dasselbe. Er etabliert in Sekunde 1 seine Wurzeln und sagt: Schaut her, das ist unser Revier, hier kommen wir her. Und wenn wir diese Herkunftsangabe mal in den historischen und kulturellen Kontext der Alpenregion setzen, bekommt dieser Zip-Code eine enorme Schwere. Inwiefern? Das Zillertal ist nicht einfach nur ein hübsches Tal in Tirol. Es ist historisch gewachsen, das unangefochtene Zentrum, quasi das Silicon Valley der volkstümlichen Musik. Krass, das Silicon Valley. Ja, das geht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als die sogenannten Zillertaler Nationalsänger als fahrende Musikerfamilien durch ganz Europa reisten. Die haben damals überhaupt erst das Bild der Tiroler Musik in der Welt geprägt. Sie waren es beispielsweise, die das Lied Stille Nacht in die Welt hinausgetragen haben. Wahnsinn.
Wenn also heute ein Musiker sagt, wir sind aus dem Zillertal, dann beruft er sich auf ein jahrhundertelang aufgebautes Markenimage. Es ist ein echtes Qualitätssiegel. Das bedeutet, die Erwartungshaltung des Publikums wird nicht erst langsam aufgebaut, sie wird durch das bloße Aussprechen dieses Namens sofort getriggert. Exakt dieser Mechanismus ist das. Es weckt sofort Assoziationen an eine tief verwurzelte, generationenübergreifende Tradition. Das Tal hat eine unfassbare Dichte an erfolgreichen Musikern hervorgebracht. Wenn Stöckel diese Herkunft deklariert und dann sofort ohne Atempause den Satz »machen gute Musik« nicht zum ersten Mal hinterher schiebt, das ist ein fast schon aggressiver Ausdruck von Selbstbewusstsein. Er teilt dem Publikum mit: Macht euch bereit, ihr seid in extrem erfahrenen Händen. Richtig. Wir haben diese Bühnenmaschinen schon 1000-mal bedient und wissen ganz genau, welche Knöpfe wir bei euch drücken müssen. Ich finde, das hat paradoxerweise fast schon etwas Beruhigendes. Man spürt diese eiserne Souveränität. Als Zuhörer im Publikum musst du dir keine Sorgen machen, ob die Stimmung heute Abend vielleicht kippt oder die Band ihren Rhythmus nicht findet. Die Profis übernehmen das Steuer. Genau, die Fakten liegen auf dem Tisch. Aber hier drängt sich mir eine Frage auf. Autorität und Herkunft sind ja das eine. Aber du stehst da vor einem Raum voller Leute. Die sind vielleicht nach einer langen Arbeitswoche körperlich müde, stehen verstreut herum, sind noch gar nicht so richtig im Moment angekommen. Wie wirfst du den Motor dieser ganzen Maschine an? An diesem Punkt muss der Künstler die rein faktische Ebene verlassen und einen emotionalen Haken auswerfen. Die rationale Information, wir sind Profis, reicht da nicht aus, um Menschen zum Schwitzen und Tanzen zu bringen. Und da sind wir bei einer Textzeile, bei der ich wirklich kurz innehalten musste. Der Text geht nämlich weiter mit »Und mir sind ganz gut aufgelegt«. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, stopp mal kurz. Interpretieren wir da als Analytiker jetzt nicht etwas zu viel hinein? Ist dieses gut aufgelegt sein, also gute Laune zu haben, nicht einfach nur ein extrem fauler Füllsatz? Wie meinst du das? Naja, einer, der halt gerade perfekt ins Metrum gepasst hat und sich locker singen lässt. Ich meine, wer stellt sich schon auf eine Bühne und singt, wir haben heute eigentlich ziemliche Kopfschmerzen und wären lieber auf der Couch? Haha, ja, die Skepsis ist verständlich, besonders wenn man die Zeile isoliert betrachtet. Aber wenn man die Soziologie solcher Großveranstaltungen studiert, merkt man, dass solche Sätze extrem funktionale Werkzeuge sind. Okay, erklär mal. Es gibt in der Soziologie den Begriff der kollektiven Efferveszenz, der wurde von Emil Durkheim geprägt. Er beschreibt diesen Zustand, in dem eine Gruppe von Menschen plötzlich in einer gemeinsamen Emotion verschmilft. Ah, okay. Und um diesen Zustand zu erreichen, braucht es einen Katalysator. Die Band beschreibt mit gut aufgelegt sein, also nicht einfach ihren inneren Gemütszustand. Sie formuliert ein soziales Angebot. Ein Angebot, das ich als Zuhörer quasi annehmen muss. Es baut einen sanften, aber sehr spürbaren sozialen Sog auf. Die Band signalisiert, wir bringen die Energie mit, wir öffnen den Raum für Ausgelassenheit. Und weil Alpenfolk-Pop als Musikrichtung niemals als passive Hintergrundberieselung funktioniert, ist das der Startschuss. Ja, du kannst dir diese Musik nicht leise beim Lesen auf dem Sofa anhören. Sie verliert dann komplett ihren Sinn. No. Sie erfordert zwingend Partizipation. Die festliche Atmosphäre in so einem Zelt wird ko-kreiert. Die Band liefert die Vorlage, sie reicht dem Publikum die Hand, aber das Publikum muss diese Hand greifen, aufstehen und die Stimmung durch Bewegung vervollständigen. Das erklärt auch diese Laute, die dann direkt folgen. Dieses Hey, Hop, Hop, Hu. Das hat mich nämlich auch irritiert. Es ist ja kein Text mehr. Es gibt keine linguistische Botschaft. Richtig. Aber wenn man deiner Logik folgt, ist das gar kein Mangel an Text, sondern einfach der nächste notwendige Schritt. Es ist eine direkte physische Handlungsanweisung an den Zuhörer, die Passivität jetzt endgültig abzulegen. Ganz genau. Wir verlassen hier die Sprache und betreten das Feld der physiologischen Trigger. Solche rhythmischen Einwürfe umgehen den präfrontalen Kortex, also unser rationales Denken, komplett. Die gehen direkt in die Beine. Ja, sie sind tief in der Festkultur verankert. Wenn dieses Hey, Hop, Hop im Takt über die Lautsprecher rollt, synchronisieren sich die Körper im Raum
fast reflexartig. Es ist ein kollektiver Taktgeber, der Hunderte von individuellen Herzschlägen und Bewegungen innerhalb von Sekundenbruchteilen angleicht. Es schweißt die vielen Einzelpersonen im Raum zu einer einzigen feiernden Masse zusammen. Exakt. Und jetzt wird's wirklich interessant. Wir haben den Raum bereitet. Die Zilletaler Herkunft hat die Autorität etabliert, das Versprechen der guten Laune hat den sozialen Druck aufgebaut, der Rhythmus hat alle synchronisiert. Die angestaute Vorfreude ist am absoluten Anschlag. Was passiert jetzt? Wir kommen zum Kernstück, zum eigentlichen Titelgeber dieses Tracks. Der Moment der Entladung. Ja, die Zeilen, die jetzt folgen, lauten: Wir drehen die Regler auf. Voll rüber, drehe ich dich. Das wiederholt sich fast schon wie ein Trance. Und okay, ich weiß, der folgende Vergleich ist vielleicht ein bisschen absurd, wenn man bedenkt, dass wir hier von einem Typen im Festzelt reden, der an einem Mischpult steht. Aber das Bild, das sich mir sofort aufgedrängt hat, war das Cockpit eines Flugzeugs auf der Startbahn. Oh, okay. Du hörst die Triebwerke warm laufen, du spürst das Vibrieren in der Kabine, das Bordpersonal hat alles gecheckt. Und dann nimmt der Pilot diesen Schubhebel und drückt ihn komplett ohne jedes Zögern bis zum Anschlag nach vorne. Es ist dieser magische Point of No Return. Die Räder verlassen den Boden, die pure Energie wird freigesetzt. Das ist ein starkes Bild. Für mich ist dieses Regleraufdrehen einfach das musikalische Äquivalent zum Abheben. Auch wenn der Vergleich mit einem Jettriebwerk ESO-L etwas überdimensioniert ist, trifft er die energetische Mechanik dieses Moments perfekt. Okay, danke. Wir überschreiten hier einen entscheidenden Schwellenwert. Und wenn wir uns den Ausdruck voll rüber, der im alpinen Dialekt eben auch als vollumme ausgesprochen und verstanden wird, mal genauer ansehen, dann stoßen wir auf eine konzeptionelle Dualität, die den gesamten Reiz dieses Genres ausmacht. Eine Dualität. Lass uns das aufdröseln. Welche zwei Bedeutungsebenen verstecken sich hinter so einem brachialen Ausruf? Auf der einen Seite haben wir das rein technische, moderne Element. Wir drehen die Regler auf. Das ist das physische Mischpult der Band. Der Verstärker, die Lautstärke, die Bässe, die Intensität werden auf das absolute Maximum gepegelt. Wenn man sich die Evolution des Alpenfolk-Pop ansieht, ist das ein massiver Faktor. Früher fand diese Musik unverstärkt in kleinen Stuben mit einer Akustikgitarre und einer Ziehharmonika statt. Heute haben wir es mit massiven PA-Anlagen zu tun, die den Raum mit Schallwellen füllen, die man buchstäblich im Magen spürt. Das ist die erste Ebene des Drehens. Die Eskalation der modernen Technik. Genau. Das ist der Pilot, der den Hebel nach vorne drückt. Und was ist die zweite Ebene? Die zweite Ebene ist die physische Reaktion auf diese technische Eskalation unten, auf der Tanzfläche. Voll rüber drehe ich dich oder eben drehst du mich. Ah, okay. Das Verb drehen springt von der Maschine auf den Menschen über. Es beschreibt den traditionellen Paartanz. Wer diese Feste kennt, weiß, dass das kein langsames Schunkeln ist. Das ist ein rasantes, fast schon brutales Schwingen und Drehen, bei dem ordentlich Fliehkräfte wirken und man leicht die Orientierung verlieren kann. Wow! In diesem einen Satz verschmilzt Stöckel also die moderne Elektromusik auf die jahrhundertealten, schwindelerregende Bewegung des Volkstanzes. Das heißt, der Regler, der hier gnadenlos bis zum Anschlag aufgedreht wird, ist metaphorisch gesehen gleichzeitig der Körper des Tanzpartners, den man über das Parkett wirbelt. Das ist die Symbiose, von der diese Szene lebt. Es entsteht ein geschlossener, in sich rotierender Kreislauf der Energie. Die Musiker an ihren Instrumenten drehen den Sound auf. Der komprimierte Sound prallt auf die Körper der Menschen. Und diese Menschen setzen die Schallenergie in kinetische Energie um, indem sie sich umeinander drehen. Das ist faszinierend. Es gibt hier also gar keine klare Trennung mehr zwischen Sender und Empfänger. Richtig. Die Energie federt permanent zwischen Bühne und Zelt hin und her. Wenn man diese Mechanik versteht, ergibt auch die massive, fast schon obsessive Wiederholung dieser Worte plötzlich Sinn. Absolut. Wenn man den Text nur trocken liest, denkt man sich unweigerlich: Schon gut, wir haben verstanden, du drehst sie voll rüber. Du musst das nicht 15 Mal am Stück singen. Es wirkt fast wie ein Mangel an sprachlicher Kreativität. Aber mit deiner Erklärung im Hinterkopf ist diese Wiederholung eigentlich eine rhythmische Notwendigkeit, oder? Ganz genau.
wenn du komplexen, verschachtelten Text während eines solchen rasanten Tanzes verarbeiten müsstest, würde das deinen Flow-Zustand sofort zerstören. Dein Gehirn wäre permanent damit beschäftigt, neue linguistische Informationen zu dekodieren. Exakt. Die ständige Wiederholung von voll rüber, wirkt stattdessen wie ein Mantra. Sie schaltet das analytische, bewusste Denken aus und hält dich in der Trance der Bewegung. Es ist der Soundtrack zur Fliehkraft. Je öfter dieser Satz wiederholt wird, desto schneller dreht sich das metaphorische Karussell im Raum. Was ich daran auch bemerkenswert finde, ist der ständige Wechsel von dreh ich dich zu drehst du mich. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist kein asymmetrisches Machtverhältnis auf der Tanzfläche. Nicht einer dominiert und führt den anderen permanent. Es ist ein ständiges Geben und Nehmen, ein Austausch von Schwungmasse. Die Energie springt zwischen den Tanzpartnern hin und her, im gleichen Takt, in dem sie zwischen der Band und dem Publikum zirkuliert. Diese Gleichwertigkeit im Rausch der Musik ist ein essentieller Bestandteil der Festkultur. Jeder ist ein unverzichtbares Zahnrad in diesem energetischen System. Und wenn ein Zahnrad stillsteht? Wenn auch nur ein Teil aufhört, sich zu bewegen, sei es die Band, die die Intensität drosselt, oder das Publikum, das aufhört zu tanzen, bricht das gesamte Konstrukt zusammen. Es ist die absolute Hingabe an den Moment. Okay, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und uns das große Ganze ansehen, was bedeutet das alles für uns? Wir haben diesen Deep Dive mit einem Textfragment begonnen, das auf den ersten Blick wie ein extrem simpler, für manch einen vielleicht sogar lächerlich banaler Partysong gewirkt haben mag. Ein bisschen Zillichstallstolz, ein bisschen gute Laune und die Aufforderung, die Regler aufzudrehen. Aber unter dieser vermeintlich simplen Oberfläche verbirgt sich ein hochkonzentrierter, über Generationen perfektionierter Code. Es ist wie ein harter Diamant aus purer musikalischer Energie, gepresst unter dem Druck von regionalem Stolz, generationenübergreifendem Selbstbewusstsein und dem tiefen intuitiven Verständnis dafür, wie man Hunderte von Fremden durch Rhythmus und Bewegung zu einer Einheit verschmilzt. Sehr schön gesagt. Es braucht keine komplexen Metaphern, keine intellektuellen Rätsel, weil die eigentliche Botschaft gar nicht im Verstand verarbeitet werden soll. Sie wird in der körperlichen Bewegung, im gemeinsamen Schwitzen und Erleben dekodiert. Und das ist genau der Grund, warum es sich für dich als Zuhörer lohnt, solche scheinbar trivialen Phänomene genauer zu betrachten. Wenn wir lernen, hinter die Fassade solcher Codes zu blicken, erkennen wir grundlegende anthropologische Mechanismen. Ob wir nun über ein Hip-Hop-Konzert im Untergrund von New York sprechen, über ein treibendes Elektrofestival in Berlin oder eben über Alpen-Folkpop in einem vollen Zillertaler Festzelt. Die Mechanik bleibt gleich. Die archaische Mechanik dahinter ist verblüffend verwandt. Es geht kulturübergreifend immer darum, mit wenigen, extrem gezielten Auslösern ein sofortiges Gefühl von Zugehörigkeit und totaler Ausgelassenheit zu erschaffen. Wenn man diese Dynamik einmal durchschaut hat, hört man Musik, egal aus welchem Genre, mit völlig anderen Ohren. Du siehst nicht mehr nur das fertige Haus, sondern du erkennst den Mörtel, der die einzelnen Steine der Gemeinschaft zusammenhält. Wir haben heute gesehen, wie eine simple Ansage, ein einfaches Regler aufdrehen, als gewaltige Initialzündung funktioniert. Es ist der Funke, der einen Raum voller Menschen, die im Alltag vielleicht überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ohne Umwege in eine synchron feiernde Masse verwandelt. Absolut. Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir zum Abschluss dieser Analyse mit auf den Weg geben möchte. Wir haben die Zillertaler Mechanik der Energieerzeugung jetzt ausführlich seziert. Aber was bedeutet das übersetzt in deine eigene Welt? Denk mal darüber nach, wenn ein so simpler Satz oder ein bestimmter Rhythmus die Macht hat, ganze Menschenmassen zu synchronisieren. Was sind die Regler in deiner eigenen Kultur, in deiner Familie oder in deinem ganz persönlichen Alltag? Was sind diese spezifischen, vielleicht für Außenstehende völlig unscheinbaren Auslöser, Rituale oder Codes, die dich sofort von 0 auf 100 mit deinen eigenen Wurzeln verbinden und deine innere Energie auf ein absolutes Maximum katapultieren? Sind es bestimmte Worte im Dialekt deiner Heimat, der Geruch eines bestimmten Essens, ein bestimmter Song aus deiner Jugend? Finde heraus, was deine persönlichen Regler sind. Und wenn du sie gefunden hast, dreh sie voll rüber.